Burepo Folge 3 Tränen einer Vorstadtvilla. Podcast Bildbeschreibung. In der Mitte und im Mittelpunkt des Bildes steht ein Buch. Es hat einen einfarbigen roten Einband, einen goldgelben Rahmen und eine dünne schwarze Linie um jede Form. Auf einem weißen Etikett auf dem Einband steht Burepo und darunter Alexander Solongo mit dem Logo von Time Flies Away. Ein schwarz-weißer Kreis mit verschiedenen Symbolen im Yin- und Yang-Stil. Der Hintergrund ist ein hellbraunes Pergamentpapier mit kleinem Text in dunkelbrauner Kalligraphie-Schrift, der nicht lesbar sein soll. Buchcover-Bildbeschreibung. Das Buchcover von Tränen einer Vorstadtvilla, das Rokidoki-Haus. Oben der Titel in schwarzer Notizhandschrift, ganz unten in derselben Schriftart der Name der Autorin, Gisela Schiesel. Darunter in einem grünen Kasten das zweite Erfolgsbuch der Autorin. In der Mitte ein altes Schwarz-Weiß-Foto der heruntergekommenen Vorstadtvilla, ein dreistöckiges Haus mit einem spitzen Dach und einer weißen Wand. Auf der Vorderseite sind 5 Fenster zu sehen. Klappentext auf dem Buchrücken. Realität und Mystery vereinen sich. In diesem Buch geht es um echte Erinnerungen aus Kindheitstagen, die mit einer alten Vorstadtvilla in Verbindung stehen. Das Haus bringt ein rätselhaftes Geheimnis. Es hat eine Seele. Diese Erzählung beruht auf größtenteils wahren Begebenheiten. Im Mittelpunkt steht das berühmt-berüchtigte Rokidoki-Haus vom Rehbühl, das noch vielen Weidnern bekannt sein dürfte. Rezension. In diesem Buch ist der Hauptcharakter eine Vorstadtvilla. Die Autorin erzählt von ihrer Kindheit und ihrer Verbundenheit mit dem Haus und was schließlich mit dessen Leben passierte. Ich finde solche Geschichten immer wieder faszinierend, ein wenig schaurig, aber dennoch irgendwie magisch, besonders wenn Träume auch noch mit im Spiel sind. Ereignisse wie diese sind keine Seltenheit und bestimmt hat jedes Dorfkind sowas in ähnlicher Weise erlebt. Leider wird das fast nie aufgeschrieben oder anderweitig der Welt erzählt und bleibt für immer nur in der Erinnerung der einen Person, was zwar auch interessant ist, aber schade, dass es dann zusammen mit der Person ins Grab geht. Solche fantastischen Geschichten brauchen wir mehr in Buchläden und nicht nur Biografien von reichen Leuten. Wenn mehr Personen von diesen Mysterien erfahren, erleiden vielleicht weniger Häuser das traurige Schicksal wie dieser Villa und unzählige anderer. Ich kann der Autorin nur recht geben, wie hässlich Neubauten im Vergleich zu traditioneller und alter, sogar geschichtlicher Häuser sind. Als Stadtkind könntet ihr meinen, ich sei zu modern, als dass mich das überhaupt interessieren würde, da ich doch sowieso nichts anderes gewohnt bin. Nun, auf einer Seite stimmt das. Um mich herum sind nur Neubauten. Andererseits heißt das nicht, dass ich es mögen muss. Die Architektur meister Neuhäuser kann zwar aus künstlerischen Augen durchaus interessant aussehen, aber wenn du aus der Perspektive von Mietenden oder Kaufenden, die darin mal wohnen oder leben möchten, blickst, sieht das schon ganz anders aus. Gerade weil alle oder die meisten Städte so modern bebaut sind, sollte der Mensch umso mehr darum kämpfen, dass Dörfer an ihre Elternhäusern erhalten bleiben. Vielleicht inspiriert das Büchlein die eine oder andere Person. Mich hat es auf jeden Fall. Sollte ich sowas mal live miterleben, werde ich definitiv um den Erhalt kämpfen. Geld ist ja nicht das Einzige, was Mensch dafür braucht. Petitionen, Stimmen anderer Personen, Demos, Plakate, Bücher etc. können auch viel tun. Story 5 von 5 Sternen.
Wenn dem so ist, schickt mir gern euer Buch zu oder gebt mir Bescheid. Danke auch an dieser Stelle an die Autorin, die mir ein Rezensionsexemplar zugeschickt hat. Die Meinung ist meine eigene und wurde davon nicht beeinflusst. Fertig gelesen habe ich es am 3. November 2023. PS, erinnert hat mich das Ganze etwas an den Anime-Film Drifting Home. Auf positive Weise. Wer die Idee mag, dass Häuser durchaus einen Geist haben, vor allem